Hallo miteinander. In diesem Video gehe ich mal auf eure Anfragen ein, warum wir Produkte in unserem Shop nicht oder nicht mehr für bestimmte Keyboards herstellen. Aber auch darauf, welchen Ausweg es bei meinen Styles dann gibt, also wie ihr euch selbst helfen könnt, wenn ihr ein älteres Keyboard spielt. Interessant? Na, dann bleibt einfach dran. Momentan kommen einige Style-Anfragen für ältere Keyboards rein, für Keyboards, die wir mal hatten, aber inzwischen nicht mehr. Klar, auf Dauer können wir nicht jedes Keyboard behalten, für welches wir irgendwann mal Software angeboten haben. Das ist einfach ein Platzproblem. Was vielleicht vielen nicht bewusst ist, Sound Wonderland ist ein reiner Online-Shop und kein Ladengeschäft, wo man vermutlich auch ein großes Warenlager hat. Ja, aber selbst auch ein Musikhändler kann ältere Keyboards nicht einfach behalten, wenn Nachfolgemodelle rauskommen. Es sei denn, der Musikhändler macht so eine Art Museum und macht die Keyboards alle an die Wand, wie jetzt zum Beispiel unser Frank. Ja, wir sehen auch an unseren Softwareverkäufen, ob sich der Aufwand überhaupt noch lohnt, für ein älteres Keyboard unsere neuen Produkte teilweise ziemlich mühevoll anzupassen. Oft geht es auch gar nicht mehr, weil beispielsweise die erforderlichen Instrumente in früheren Keyboards noch gar nicht drin waren. So überlegen wir natürlich bei jedem Nachfolgemodell, bei welchem Keyboard es Sinn macht, es zu behalten und bei welchem nicht. Aber im Falle eines Styles, der nur aus Klavierspuren besteht, haben die Kunden auch bei älteren Keyboards Anpassungsmöglichkeiten. Also auch wenn wir das Keyboard gar nicht mehr haben, könnt ihr trotzdem noch was draus machen. Ein gutes Beispiel sind meine Piano Buddy Styles, bei denen die Stylespuren nur einen Klavierklang brauchen. Lediglich die One-Touch-Settings, die haben natürlich bei diesen Styles auch noch andere Instrumente außer Klavier. Jetzt kommt was ganz Spannendes, was ich noch nie nach draußen kommuniziert habe. Es ist etwas, was auf den ersten Blick ziemlich rückschrittlich wirkt, aber was euch deutlich mehr kreative Möglichkeiten mit meinen Styles gibt. Habt ihr schon mal meine Styles genauer angeschaut und euch vielleicht gefragt, warum ich nur in ganz seltenen Fällen Mega Voices darin benutze? Nicht aus Faulheit oder auch nicht aus Unwissenheit, sondern aus einem für mich ganz, ganz wichtigen Grund. Wer schon selbst mal Instrumentierungen in Styles oder MIDI-Files ausgetauscht hat, hat vermutlich festgestellt, dass man Mega Voices nur mit Glück durch andere Voices ersetzen kann. Und fast immer nur durch Mega Voices. Warum das? Diese Klangfarben sind sozusagen schichtweise aufgebaut und hängen von der Anschlagsstärke ab, die man bei der Style- oder auch MIDI-File-Programmierung dann ganz gezielt durch den Velocity-Wert ansteuern kann. Beim Live-Spiel hat man einfach das Feingefühl dafür nicht. Wer jetzt versucht, Mega Voices mit normalen Spielvoices auszutauschen, der hört auch oft so ein hohes Klimpern. Habt ihr das schon mal gehört? Das passiert, wenn man aus einer Mega-Voice-Gitarre ein Klavier macht. Tja. Ich nehme zum Programmieren deshalb fast immer ganz normale Spielvoices, denn hier gibt es viel mehr Auswahl, wenn man die Instrumentierung mal tauschen will. Einfach im Mixer austauschen und das geht meistens ganz wunderbar.
Wie hilft euch jetzt diese Information bei meinen Styles? Sie sagt euch, dass ihr reine Piano-Styles, wie jetzt zum Beispiel meine Piano Buddies, mit wenigen Handgriffen auch für ältere Keyboards anpassen könnt. Also Keyboards, die wir gar nicht mehr beliefern können. Wenn diese Styles an eurem Keyboard jetzt total trocken klingen sollten, wie hier in meinem Beispiel, müsst ihr lediglich im Mixer einen Systemhall, also Reverb, einstellen und für die Stylespuren eure bevorzugte Piano Voice. Den Systemhall müsst ihr natürlich nur dann einstellen, wenn der Style an eurem Keyboard wirklich trocken klingt. Muss ja nicht unbedingt so sein. Wenn ja, dann liegt es daran, dass der Hall, den ich in einem neueren Keyboard verwendet habe, in eurem älteren Keyboard noch nicht da war. Dazu geht ihr einfach im Mixer auf die Style-Seite und sucht euch den Hall raus, der euch zu diesem Style am besten gefällt. Erstmal einen Hall einschalten und jetzt einfach ausprobieren, was sich am besten anhört. Die Hallstärke lässt sich dann für jede Stylespur getrennt einstellen. So ist es nun mit Hall und wie ihr merkt, wirkt sich dieser Systemhall auch auf die rechte Hand aus. Wenn ihr auf der Style-Seite jetzt auch auf die Icons, also diese Bildchen mit den Instrumenten tippt, könnt ihr auch die gewünschte Voice einstellen. Dann anschließend nur noch ins Menü in den Style Creator gehen, dort speichert man den Style ab und schon passt's. Jetzt ist es natürlich kein trockener Piano Buddy mehr, denn jetzt hat er ja einen Hall bekommen. Ein neuer Name ist bei Änderungen zu empfehlen. Schwieriger wird's natürlich bei den One-Touch-Settings. Das ist ja logisch, da wird nicht nur ein Klavier abgespeichert, sondern eben die Instrumente, die man halt in einem neueren Keyboard auch hat. Wenn euer älteres Keyboard diese Instrumente nicht haben sollte, seht ihr lediglich so Striche, die stellvertretend für nicht vorhanden sind. Kennt ihr alles. Und hier könntet ihr euch lediglich anhand meines Demos im Video informieren, welche 4 Instrumentierungen ich denn überhaupt in den One-Touch-Settings abgespeichert habe. In diesem Fall empfehle ich euch, mal bei den Preset-Styles zu schauen. Und zwar in einer ähnlichen musikalischen Stilrichtung. Vielleicht ist da ja irgendwas Passendes dabei. Alternativ werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in unseren Shop-Produkten, also in den Registrierungen oder auch in den Lernpaketen, fündig. Wenn euch da was gefällt, wie jetzt beispielsweise diese Instrumentierung hier, könnt ihr sie mit Memory und der gewünschten One-Touch-Setting-Taste ganz schnell in den Style schreiben. Ich mache mir mit der Freeze-Funktion allerdings das Leben leichter. Friere damit den Piano Buddy Style und das Tempo und auch die Multipad-Einstellung fest. Denn dann kann ich ganz bequem Registrierungen ausprobieren und der Style ändert sich dabei nicht. Ich nehme hier mal die Rumba Bank aus meiner Ballroom Edition 2. Ja, passt, lege ich auf OTS 1. Das sind die Häkchen, die ich generell gesetzt habe bei den Registrierungspaketen unseres Shops. Für die One-Touch-Settings kann ich sie einfach so stehen lassen, auch wenn Fußpedaleinstellungen und Tempo grundsätzlich nicht in den OTS gespeichert werden. Registrierung 4 würde mir als zweite Belegung für die One-Touch-Settings gefallen. Der Style wird einfach überschrieben, wenn der Dateinamen beim Speichern übernommen wird. Das passt für One-Touch-Setting 3. Nix wie drauf.
So schnell geht das, andere Instrumentierungen auf die One-Touch-Settings zu legen. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich euch mit diesem kurzen Video eine kleine Inspiration geben kann, in meinen Sound Wonderland Styles mal ganz mutig einfach die Instrumente auszutauschen. Wenn es dazu Fragen gibt, meldet euch einfach. Zum Beispiel per Mail, per Telefon oder WhatsApp, bei manchen sogar schon. Ihr wisst, da müsst ihr nie lange auf eine Antwort warten. Euch jetzt allen ganz viel Spaß beim Revoicen und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.